Guten Abend, liebe Kinder, liebe Eltern und alle, die nun bereit sind für eine gemütliche Geschichte. Ich bin der Erklärbär und freue mich, euch heute ein besonderes Märchen zu erzählen. Macht es euch bequem und kuschelt euch richtig ein, denn unsere Geschichte heißt Das Märchen vom verschwundenen Lachen. In einem kleinen Dorf inmitten grüner Wiesen und sanfter Hügel lebten einst fröhliche Menschen. Ihr Lachen war weithin bekannt, so hell und herzlich, dass es selbst die Schmetterlinge auf den Blumen zum Mitwippen brachte. Doch eines Tages passierte etwas Unfassbares. Das Lachen der Dorfbewohner verschwand plötzlich, so leise und unbemerkt wie ein vorsichtiger Windhauch in der Nacht. Was es damit auf sich hatte, genau davon möchte ich euch nun erzählen. Stellt euch vor, die Sonne geht auf, streckt ihre warmen Strahlen über die Dächer und Fensterbänke. Normalerweise würde man das Kichern der Kinder hören, die zum Frühstück eilen, oder das lustige Scherzen der Nachbarn. Doch an diesem Morgen herrschte eine ungewohnte Stille. Guten Morgen, lieber Nachbar. Moment mal, was ist das für eine Stille? Ich höre niemanden lachen oder plappern. Selbst die Vögel scheinen weniger fröhlich zu singen. Ach, du hast recht. Und schau nur, wie bedrückt alle aussehen. Es ist, als ob etwas fehlt. Normalerweise konnte man in diesem Dorf kein Gespräch führen, ohne dass irgendein Witz oder eine ulkige Bemerkung für Heiterkeit sorgte. Doch nun war alles anders. Die Menschen spürten, dass ihnen etwas Kostbares abhanden gekommen war. Die sonst lebhafte Dorfstraße lag da wie ausgestorben. Das leise Murmeln drang kaum an die Ohren. Keiner wusste so recht, was mit ihrem Lachen geschehen war. Einer nach dem anderen machte sich auf den Weg zum Dorfplatz, um vom Brunnen frisches Wasser zu holen. Doch auch hier war es unheimlich still. Anstatt eines freundlichen Guten Morgen oder eines fröhlichen Scherzes huschte nur ein flüchtiges Lächeln über die Gesichter. Und selbst das wirkte mühsam. Liebe Dorfbewohner, irgendetwas Seltsames geht vor sich. Wir alle spüren es. Unser Lachen ist fort. Hat irgendjemand eine Idee, was passiert sein könnte? Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich herzlich gelacht habe. Es muss gestern Abend gewesen sein, als ich den Kindern beim Versteckspiel zuschaute. Aber heute nichts. Als wäre die Fröhlichkeit über Nacht weggeweht. Wenn ich daran denke, wie gern ich anderen einen Streich spielte oder sie mit Scherzen neckte. Und nun kann ich nicht mal mehr schmunzeln. Es fühlt sich so leer an. Die Dorfbewohner standen ratlos da. Keiner konnte sich erklären, wie das Lachen verschwinden konnte. Doch tief in ihren Herzen spürten sie, dass irgendetwas oder irgendjemand das Lachen eingefangen haben musste, wie ein Schmetterling, der in ein Glas gesperrt wird. Die Bürgermeisterin wusste, dass etwas unternommen werden musste. Doch was? So kam es, dass sich die Bürgermeisterin, Frau Schlau und Herr Brumm zusammenrauften und begannen, das Dorf abzusuchen. Sie klopften an jede Tür, befragten jeden Bewohner. Aus all den Antworten schöpften sie schließlich einen ersten Hinweis. In der Nacht zuvor war ein geheimnisvoller silbriger Nebel über die Felder gezogen, direkt in Richtung des Zauberwaldes am Rande des Dorfes. Wir müssen herausfinden, was es mit diesem Nebel auf sich hat. Vielleicht hat er etwas mit unserem verschwundenen Lachen zu tun. Der Zauberwald ist nicht ohne. Man sagt, dass dort eigenartige Wesen leben und man besser nur bei Tageslicht hineingehen sollte. Aber unser Lachen ist es wert, dieses Risiko einzugehen. Lasst uns Proviant mitnehmen und uns vor Einbruch der Dunkelheit auf den Weg machen. Je eher wir das Rätsel lösen, desto schneller kehrt unsere Fröhlichkeit zurück. Gesagt, getan. Unsere 3 unerschrockenen Dorfbewohner zogen los. Jeder packte eine Kleinigkeit ein. Ein wenig Brot, eine warme Decke, eine Kerze für den Notfall. Sie verabschiedeten sich von ihren Familien, die ihnen ängstliche Blicke nachwarfen, und brachen auf in Richtung des dunklen, geheimnisvollen Zauberwaldes.
Der Weg zum Zauberwald führte über Hügel und Wiesen, vorbei an einem sprudelnden Bach und schmalen, gewundenen Pfaden. Als die drei schließlich den Waldrand erreichten, waren die Sonnenstrahlen bereits deutlich schwächer geworden. Nebelschwaden zogen zwischen den Bäumen umher und wirkten beinahe wie lebendige Wesen. Spürt ihr das? Es ist, als ob die Luft hier eine andere Stimmung hat, so eine feine, kühle Gänsehaut. Mir ist fast, als würde der Wald uns beobachten, aber wir haben keine Wahl. Das Lachen des Dorfes darf nicht verloren bleiben. Ganz genau. Und wenn dieser silbrige Nebel hier hineingewandert ist, müssen wir ihm folgen. Bleibt nah beieinander. Langsam traten sie zwischen die Bäume, die sich hoch über ihnen wölbten. Es roch nach feuchtem Moos und nach Kräutern, die sie gar nicht kannten. An manchen Stellen flackerten kleine Lichter durch die Blätter. Waren es Glühwürmchen oder doch etwas anderes? Doch so unheimlich dieser Wald auch wirkte. Die Hoffnung, das Lachen wiederzufinden, verlieh den dreien Mut. Tief im Wald, als das Licht fast ganz verschwunden war, tauchte plötzlich ein schimmerndes, leicht durchsichtiges Wesen auf. Es glitt über den Boden wie ein sanfter Nebelhauch und hatte eine sanfte, aber klare Stimme. Wer wagt es, den stillen Wald zu betreten? Ihr wirkt so bedrückt. Sucht ihr etwas? Wir suchen das Lachen unseres Dorfes. Es ist plötzlich verschwunden und wir haben den Verdacht, dass ein seltsamer silbriger Nebel es gestohlen haben könnte. Weißt du vielleicht etwas darüber? Ich spüre euren Kummer. Tatsächlich ist gestern Nacht ein silbriger Nebel hier vorbeigezogen. Er trug das Echo vieler Lacher in sich, wie klingende Glöckchen, aber gedämpft, fast wie gefangen. Es verschwand noch tiefer im Wald, vielleicht bis zur alten Lichtung der Geheimnisse. Dann müssen wir weiter. Kannst du uns helfen, den Weg zu finden? Ich kann euch eine Richtung weisen, doch diesen Weg müsst ihr allein gehen. Achtet aufeinander und behaltet euer Herz voller Freundlichkeit. Dann wird euch der Wald gewogen sein. Das Wesen verschwand wieder im Dunst, und unsere drei tapferen Dorfbewohner verspürten eine Mischung aus Erleichterung und Unsicherheit. Immerhin gab es nun eine Spur, doch sie wussten nicht, welche Prüfungen noch vor ihnen lagen. Im Schein ihrer mitgebrachten Kerzen wanderten Bürgermeisterin Leni, Frau Schlau und Herr Brumm weiter, bis sie auf eine sanft beleuchtete Lichtung stießen. Dort, auf einem umgestürzten Baumstamm, saß eine uralte Frau mit funkelnden Augen und schneeweißem Haar. Ihr seid auf der Suche nach dem verlorenen Lachen? Dann sage ich euch, das Lachen ist mehr als nur ein Geräusch, es ist ein Ausdruck des Herzens. Um es zurückzugewinnen, müsst ihr verstehen, was es wirklich bedeutet, füreinander da zu sein. Unser Dorf war immer so fröhlich, doch in letzter Zeit hatten wir öfter kleine Streitigkeiten. Jeder war so sehr mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht haben wir das Lachen zu wenig gepflegt. Oft habe ich gemerkt, wie die Menschen gar nicht mehr richtig hinhörten, wenn jemand etwas erzählte. Wir haben uns gegenseitig immer weniger Beachtung geschenkt. Lachen kann man nicht erzwingen, es erwächst aus Offenheit und Freude. Wenn ihr euer Lachen wirklich wiederhaben wollt, dann müsst ihr die Menschen in eurem Dorf daran erinnern, wie wichtig es ist, füreinander Verständnis, Wärme und Humor aufzubringen. Nur dann kann der Zauber gebrochen werden. Diese Worte trafen die drei direkt ins Herz. Sie begriffen, dass es im Dorf nicht nur um das sichtbare Lachen ging, sondern um das Miteinander und die gegenseitige Achtsamkeit. Das Lachen hatte sich vielleicht auch deshalb so leicht entführen lassen, weil die Dorfbewohner es nicht mehr richtig pflegten. Mit neuer Erkenntnis machten sie sich erneut auf den Weg. Endlich erreichten sie eine von Mondlicht erhellte Senke, in der sich Nebel und Schatten verwoben. Dort sahen sie den silbrigen Nebel. Er umhüllte etwas, das klang wie 1000 gedämpfte Glocken, 1000 gedämpfte leise Kicherer und Lacher. Hör mich an, Nebel. Das Lachen gehört ins Dorf, zu unseren Familien, unseren Kindern und Freunden. Wir haben erkannt, was wir falsch gemacht haben und wollen uns bessern. Wir wollen unsere Freude miteinander teilen und aufeinander achten. Bitte gib es uns zurück. Wir versprechen, jeden Tag daran zu denken, wie wertvoll das Lachen ist. Niemand soll sich jemals wieder allein fühlen oder glauben, er sei dem anderen gleichgültig.
Seht nur, er löst sich auf. Und, hört ihr das? Klingt es nicht schon viel freier? Tatsächlich begann der Nebel sich zu verteilen. Wie glitzernde Funken stoben die gefangenen Lacher in den nächtlichen Himmel, flogen in Richtung des Dorfes zurück, als würden sie dorthin gehören, wo ihre Wurzeln sind. Die 3 Dorfbewohner lächelten sich erleichtert an und spürten ein erstes, ganz zaghaftes Kitzeln in ihren eigenen Bauchgegenden. Ein zartes Lächeln, das fast wie ein Wunder wirkte. Die 3 Helden machten sich auf den Heimweg. Mit jedem Schritt, den sie aus dem Zauberwald traten, war da dieses Gefühl, eine liebevolle Wärme, die sich in ihren Herzen ausbreitete. Als sie den Waldrand erreichten, dämmerte bereits der frühe Morgen. Goldene Lichtstrahlen fielen über die Felder, und im Dorf hörten sie bereits die ersten Geräusche. Hört nur, es klingt schon ganz anders als gestern. Ich glaube, ich höre Lachen, und zwar überall. Ha, es fühlt sich an, als würde meine Stimme wieder mitschwingen dürfen. Ach, wie habe ich das vermisst. Kommt, wir sollten die anderen begrüßen und erzählen, was wir gelernt haben, dass das Lachen nicht nur ein einzelner Laut ist, sondern ein Band, das uns alle verbindet. Und so war das Dorf erfüllt von einer Leichtigkeit, die man fast greifen konnte. Die Menschen lachten und scherzten wieder, doch dieses Mal mit etwas mehr Tiefe, einander zugewandt. Es war, als hätten sie alle begriffen, dass Lachen ein Geschenk ist, das dann besonders schön klingt, wenn man es miteinander teilt. Noch am selben Tag gab es ein kleines Dorffest, um das wiedergefundene Lachen zu feiern. Überall hingen bunte Girlanden, und die Kinder rannten kichernd umher. Die Erwachsenen plauderten in fröhlichen Gruppen, erzählten sich lustige Geschichten und bedankten sich bei Bürgermeisterin Leni, Frau Schlau und Herrn Brumm für ihren Mut und Zusammenhalt. Liebe Dorfbewohner, wir haben etwas sehr Wertvolles gelernt. Unser Lachen kann nur dann erstrahlen, wenn wir es nähren mit Freundschaft, Offenheit und gegenseitiger Hilfe. Mögen wir es nie wieder vergessen. So endete das Abenteuer des verschwundenen Lachens. Man sagt, seit diesem Tag haben die Dorfbewohner immer ein Auge darauf, dass niemand allein dasteht oder sich ausgeschlossen fühlt. Denn sie wissen nun, das Lachen kann schnell verblassen, wenn man es nicht mit Liebe und Gemeinschaft füllt. Und damit, liebe Kinder und liebe Eltern, geht unsere Geschichte zu Ende. Das Dorf hat sein Lachen zurück, weil die Menschen gelernt haben, wie wichtig es ist, einander zu schätzen und sich gegenseitig Freude zu schenken. Ich hoffe, ihr habt es euch in euren Betten oder auf euren Kuscheldecken gemütlich gemacht und könnt nun ganz entspannt einschlafen. Vielleicht träumt ihr davon, wie das Lachen durch die Luft tanzt und in unseren Herzen landet. Denn eins ist sicher, Lachen ist etwas, das wir alle in uns tragen können. Und wenn wir es teilen, wird es nur noch größer. Habt eine gute Nacht. Träumt schön und vergesst nie. Euer Lachen ist ein kleines Wunder, das die Welt ein bisschen heller macht. Bis zum nächsten Mal. Sie blickten sich in Augen
wussten plötzlich, was des Rätsels Lösung sein muss sein. Lachen fliegt wie goldener Wind, tanzend durch die Welt geschwind. Wenn wir teilen, wenn wir singen, kehrt es zu uns heim und bringt ein helles Klingen. Hände halten, Augen leuchten, Herzen öffnen sich erneut. Denn wenn wir uns Freude schenken, wird das Lachen niemals fort sein. Lachen fliegt wie goldener Wind, tanzen durch die Welt geschwind. Lasst es klingen, lasst es singen, Lachen bleibt bei uns und bringt das Herz zum Schwingen. Und so klang durchs kleine Tal ein Lächeln süß und wunderbar. Nie mehr soll es uns entfliehen, denn Lachen bleibt, wenn wir es teilen.